Ja, hier ist wieder euer MLP Brony. Ich begrüße euch, meine liebe My Little Pony Community. Hallo Twilight. Ja, das letzte Vorlesevideo kam ja bei euch sehr gut an. Und ich habe ein neues Buch, aber ich habe das euch ja schon gezeigt, die 5 Bücher. Der schnarchende Drache. Es ist die Folge 7, der Drachenscheu mit Fluttershy. Also Fluttershy soll den Drachen quasi beruhigen. Ob das in diesem kurzen Buch auch ist, werden wir herausfinden. Ich versuche das wieder für euch gut vorzulesen. Also das letzte kam sehr gut an. Deswegen werde ich es wieder genauso probieren. Also viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Ich achte wieder natürlich auf Satzbau, ne? Also auf jeden Fall und auf Komma. Der schnarchende Drache, Leute. Dieses Mini-Buch gehört mir. Ja, klar. So. Ja, die Szene ist natürlich genau das gleiche. Hier Rauch vom Berge. Hilfe! Feuer! Ruft Fluttershy. Da ist eine schreckliche Rauchwolke. Aufgeregt warnt sie ihre Freundinnen. Doch Twilight Sparkle beruhigt sie. Keine Angst, ich habe einen Brief von Prinzessin Celestia erhalten. Sie schreibt, es gibt kein Feuer. Ein Drache ist für den Rauch verantwortlich. Ein Drache? Staunt Fluttershy. Er schläft und durch sein Schnarchen entsteht der Rauch, erklärt Twilight. Ja, klar. Rauch kann natürlich sehr, sehr schlimm sein, vor allen Dingen im Flugverkehr. Also, ja, wir kennen Island. Sie machen sich auf jeden Fall, Twilight überzeugt sie. Seid ihr bereit? Fragt Twilight Sparkle die Freundinnen. Wir müssen den Berg noch vor Einbruch der Nacht erreichen und den Drachen ermuntern, sein Nickerchen woanders zu halten. Sonst werden wir für die nächsten 100 Jahre im Rauch eingehüllt. Wieso den Berg? Winselt Fluttershy ängstlich. Auf dem Gipfel gibt es eine Höhle. Dort schläft der Drache, sagt Twilight. Vielleicht bleibe ich lieber in Ponyville, überlegt Fluttershy. Nein, du musst mitkommen, fordert Twilight Sparkle auf. Du kannst gut mit wilden Tieren umgehen. Es ist ein Drache und kein Tier. Wir brauchen dich. Doch während die Ponys sich unbekümmert an den Aufstieg machen, bleibt Fluttershy immer wieder zurück. Es ist doch nur ein Hopp, ermuntert Pinkie Pie sie zum Sprung über eine Felsspalte. Ach ja, diese Felsspalte. Ja. Schließlich kommen die Freundinnen auf dem Gipfel an. Doch Fluttershy weigert sich, in die Höhle zu gehen. Ich kann nicht. Ich habe so schreckliche Angst vor dem Drachen, flüstert sie, als ein Grummeln ertönt. Warum hast du das nicht gesagt, bevor wir losgegangen sind? Fragt Twilight. Ich habe mich gefürchtet, ich habe mich zu sehr gefürchtet, gesteht Fluttershy beschämt. Ja, was erwartest du? Das ist ein Drache und kein Tier, also was erwartest du? Und da ist auf jeden Fall der Drache. Dann gehe ich jetzt da rein, gibt sich Twilight einen Ruck. Mutig schleicht sie in die Höhle, bis sie zum Kopf des Drachen kommt. Mutig schleicht sie in die Höhle, bis zum Kopf des Drachen. Hallo, weckt sie das grummelnde Tier. Könntest du vielleicht an einem anderen Platz schlafen? Fragt sie und erklärt hustend, sonst versinkt Ponyville bald ganz in deinem Rauch. Als Antwort bläst der Drache sie einfach aus der Höhle hinaus. Pust. Ja.
Mit einem Drachen kann man sich nicht anlegen. Es sei denn, man bedroht die Freundinnen, die Ponys. Rarity, Pinkie Pie, Applejack und Rainbow Dash. Geht es nicht anders. Sie alle versuchen mit dem Drachen zu reden. Und sie alle schlägt das Tier mit seinem Rauchen. Tier. Es ist kein Tier. Ja, man kann sagen, es gehört zu den Reptilien, aber es ist kein Tier. Und sie alle schlägt das Tier mit seinem rauchenden Atem in die Flucht. Und dann kommt das fauchende Ungeheuer plötzlich aus seiner Höhle heraus. Zitternd vor Angst klammern sich die Ponys aneinander, als Fluttershy hinter ihnen auftaucht. Ja, Fluttershy ist mutig. Und wir kennen Fluttershys starren Blick. Fluttershy ist wie verwandelt. Was bildest du dir ein? Schimpft sie mit dem Drachen. Nur weil du groß bist, darfst du dich nicht wie ein Rüpel aufführen. Du hast vielleicht scharfe Zähne und schnarchst Rauch. Aber du darfst auf keinen Fall meinen Freundinnen wehtun. Verstanden? Als der Drache nickt, wird sie freundlicher. Und jetzt pack bitte deine Sachen und such dir einen anderen Schlafplatz. Oh, Fluttershy. Ja. Großartig jubeln die Ponys, als der Drache verschwindet. Und als alle heil zurück in Ponyville sind, lobt Twilight Sparkle: Fluttershy, ich wusste, dass du es kannst. Danke. Fluttershy kichert: Nicht jedes Pony kann so tapfer sein wie ich. Ja, auf jeden Fall. Apfelblumen. So, ein Drache verpestet mit seinen Schnarchen die Luft von Ponyville. Die Ponys müssen etwas unternehmen, aber Fluttershy hat schreckliche Angst. Ja, ich hoffe, diese kleine Lesefolge hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns dann bei der nächsten. Also wenn das euch weiter gefällt, mache ich es gerne weiter. Ich habe noch eine Menge Geschichten, die ich noch da rausnehmen kann. Ich habe noch jede Menge Einzelgeschichten. Ich glaube, ich mache sogar gleich dann noch eine darauf, die etwas sehr interessanter ist, weil die speziell vom My Little Pony Movie Film ist. Also, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer MLP Brony. Und ciao, bis dann, Twilight. Ich hoffe, es hat euch gefallen.